Nach einem Facelifting ist es zuerst einmal so, dass die Patienten, wenn sie mit der Operation fertig sind, hier zu uns in den Aufwachraum kommen. Dort können sie erstmal ihren Dämmerschlaf noch ausschlafen, bekommen von uns dann auch schon was zum Trinken, werden von uns verwöhnt und wir kontrollieren ständig die Verbände, dass nichts nachblutet und sind bei uns erstmal so 2 bis 3 Stunden nach dem Eingriff noch in Obhut. Danach dürfen die Patienten die ambulante Einrichtung hier verlassen und in Begleitung nach Hause gehen. Zu Hause ist dann der Verband eigentlich das Störendste, weil wenn die örtliche Betäubung nachlässt, also wenn man zu Hause ist, so 4, 5 Stunden später, lässt die örtliche Betäubung nach, dann drückt ein bisschen der Verband, der allerdings sehr wichtig ist, dieser Kopfverband, der einmal so um den Kopf herumgeht und auch um die Ohren, dass es keine Nachblutungen gibt und der drückt und die Ohren pochen so. Wir geben dem Patienten aber auch Schmerzmittel mit. Wir geben Novalgin und Ibuprofen mit, die die Patienten dann zur Nacht auch nehmen können. Oft hilft dann auch in der Nacht, sich ein Nackenkissen hier reinzulegen oder halt reinzuklemmen. Das sind so Reisekissen oder mit den Kopfkissen sich irgendwas zu machen, dass man halb erhöht schläft. Manche mögen es auch im Fernsehsessel zu schlafen. Die erste Nacht ist nicht ganz so schön. Da muss man sich ein bisschen was einfallen lassen, dass man Ruhe findet. Am nächsten Morgen kommt man dann, meistens werden die Patientinnen gefahren, nochmal zu uns in die Praxis. Wir entfernen dann am ersten Tag die kleinen Laschen, die wir eingelegt haben und entfernen den Verband. Dann kann man sich schon mal das erste Ergebnis anschauen. Meistens sieht man noch die Abdrücke von dem Verband auf dem Gesicht, aber das erleichtert dem Patienten schon wirklich den ganzen Tag, dass dieser Verband weg ist. Wir machen auch keinen großen Verband mehr drauf. In einzelnen Fällen, wenn wir gleichzeitig eine Fettabsaugung am Kinn vorgenommen haben, bekommen die Patienten noch ein Mieder angepasst und noch einen kleinen Hautverband. Das sind aber hautfarbene Streifen über die Narben. Was jetzt die Patienten interessiert, ist natürlich, wie es weitergeht. Wir empfehlen dem Patienten weiche Kost für die erste Woche, zumindest für die ersten 3 Tage, wo die Spannung wirklich ziemlich groß ist. Also die Patienten spüren, dass eine Spannung da ist und da sollte man einfach nicht dagegen arbeiten, eher Brei, Suppen und weiche Sachen essen. Die Narben, die bleiben einfach für eine Woche mit diesen hautfarbenen Streifen, Pflaster zugeklebt und die Patienten dürfen dann einen Tag später, also sprich 48 Stunden nach der OP, auch schon wieder Haare waschen. Und die Pflaster bleiben einfach auf diesen Narben drauf. Im Endeffekt ist es so, dass wir zu dem Patienten sagen, einfach weiter wie bisher. Man sollte keine Kosmetikbesuche vornehmen, man sollte nicht jetzt gerade unbedingt zum Zahnarzt gehen und ganz weit den Mund aufmachen und noch jeglichen Zug vermeiden. Auch sportliche Aktivitäten sollten jetzt wie Hüpfen oder irgendwas, wo belastend ist, in diesem Zeitraum auf jeden Fall vermieden werden. Auch Haare färben auf gar keinen Fall in den ersten 2 Wochen, solange die Narben noch nicht komplett abgeheilt sind. Sauna und Solarien sind schon stärkste Belastungen für den Körper. Gerade Sauna, wo man schwitzt, verteilen sich auch Keime, sodass man dann mindestens 4 bis 6 Wochen darauf verzichten sollte. Wenn die Patienten sich wieder vorstellen, es vergeht ein Zeitraum von 7 Tagen. Also nach einer Woche sehen wir die Patienten wieder und da geht es den meisten dann schon ganz gut. Nur die ersten 3 Tage. Der erste Tag ist immer der erste Tag nach der OP und an Tag 2, Tag 3 fühlen sich die Patienten nicht ganz so wohl. Es gibt allerdings nicht so viele blaue Flecken bei Facelifting. Es kann ein bisschen zu Schwellen kommen, dass es tatsächlich schon manche Patienten in den ersten 3 Tagen schaffen, in den Supermarkt zu gehen, ohne dass man sieht, dass sie einen operativen Eingriff hatten. Dann
kommen die Patienten wieder nach 14 Tagen und jetzt nach 14 Tagen werden die Fäden gezogen. Zu diesem Zeitpunkt ist die Wunde komplett abgeheilt und wir ziehen die Fäden. Viele Patienten haben Angst vor dem Fadenzug, aber ein Fadenzug tut nicht weh. Es zwickt vielleicht mal, aber es schmerzt nicht. Nach dem Fadenzug bekommt man nochmal für 1-2 Tage ein hautfarbenes Pflaster, welches die Patienten dann 2 Tage später selbst entfernen können. Ab diesem Zeitpunkt fängt die Narbenbildung richtig an. Das heißt, die Patienten sind eigentlich schon wieder so weit fit, dass sie in ihrem Alltag sind. Spätestens nach 3 Wochen sollten sie ihren kompletten Alltag zurückhaben. Richtige Erschütterungssport wie jetzt Reiten oder wie jetzt Tennis spielen, Fußball, Joggen, sollten die Patientinnen definitiv bis 4 Wochen, 4 bis 6 Wochen nach dem Eingriff vermeiden. Jetzt kann es vorkommen, dass so nach 3 Wochen wir Fäden, die wir unter der Haut genäht haben, dass die manchmal sich verlangsamt auflösen oder Probleme haben, dass die vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein kleines Wundnässen hervorrufen. Was auch überhaupt keine Tragödie ist. Viele Patienten rufen dann an und sagen, oh Gott, da ist Eiter. Ist meistens kein Eiter, sondern nur die Fäden, die sich unter der Haut auflösen. Dann kommen die Patienten vorbei, wir entfernen den Faden und dann heilt das alles ganz gut ab und zu. Die Narbenpflege fragt mich eigentlich jeder Patient nach einer Narbenpflege. Die ersten 14 Tage, wenn bei einem Facelifting die Fäden noch drin sind, sind viel zu früh für eine Narbenpflege. Die Wunde oder beziehungsweise die Narbe muss komplett abgeheilt sein und geschlossen sein. Das ist in der Regel so, nach 3 Wochen. Und dann sage ich auch, es ist nicht unbedingt eine Narbenpflege notwendig. Wenn man überhaupt nicht dazu neigt, um eine unschöne Narbe zu bekommen oder eine hypertrophe Narbe, also sprich, dass die Narbe etwas zu viel wird, dann würde ich erstmal gar nichts machen. Man kann mit ganz normalen Bepanthen, Wund- und Heilsalbe ein bisschen die Narbe massieren, aber der Körper heilt eigentlich selbst. Wenn man dann sieht, dass ein Keloid, also eine deutlich überschießende Narbenbildung entsteht, dann kann man eingreifen, Cortisonbehandlungen, Silikonpflaster, Kontraktubex, richtige Narbenpflegeprodukte verwenden. Patientinnen dürfen sich schminken nach dem Facelift, wenn das Abschminken kein Problem mehr ist. Also die ersten 7 bis 8 Tage könnte sein, dass das Abschminken noch ein bisschen wehtut und auch zu sehr an der Haut zieht. Das Schminken selber wäre gar kein Problem. Also Augen zu schminken ist überhaupt kein Problem. Ein Make-up zu tragen wäre von dem Prinzip her auch okay. Das Abmachen ist eher das Problem, wenn man dann viel im Gesicht manipulieren muss. Ansonsten kann man das sicher nach 2 Wochen bedenkenlos wieder machen. Die Schlafensposition nach einem Facelifting ist sehr davon abhängig, wie gut es einem geht. Wenn man nämlich gar keine Schmerzen mehr hat, dann legt man sich automatisch auf die Seite und das wird in der Regel so nach 2 bis 3 Wochen sein. Das Endergebnis, bis die Restschwellung weg ist, erkennt man so nach 3 Monaten und das Ergebnis hält dann so circa 8 Jahre. Ein Facelift, wie wir es vornehmen, so ein unteres 2/3 Minilift, wie wir es nennen, bezieht sich vor allem hier auf diese Kinnpartie und auf diese Jawline, damit die schön gerade ist. Und da sollten wir 8 Jahre lang einen Effekt sehen. Die Narben haben eine eigene Geschichte. Während sie am Anfang sehr rot sind, blassen sie über die Zeit ab und so nach circa 3 Jahren ist eine Narbenheilung abgeschlossen.